Alle wissen von klein auf, dass Wölfe gefährliche und hinterhältige Raubtiere sind, die im Rudel angreifen und selten jemand lebend entkommen lassen. Trotzdem fürchten sich Jäger nicht vor Wölfen und erlauben sich manchmal sogar, einen Wolfswelpen als Haustier zu haben. Gewöhnlich tun sie dies, um junge Hunde auszubilden oder einen Wolfshund zu züchten. Das Schicksal der Waldbewohner, die in die Hände von Menschen geraten, ist bedauernswert. Sie sterben, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Diesmal lief etwas schief und der Jäger, der den Wolfswelpen nach Hause brachte, bereute es und setzte ihn nicht einmal in den Käfig. Vielleicht wurde er berührt davon, wie sein 7-jähriger Sohn mit dem flauschigen Bündel spielte, oder dem Mann fehlte einfach die Zeit, sich um das Waldbiest zu kümmern. Obwohl der Wolfswelpe im Haus aufwuchs und äußerlich einem normalen Mischlingswelpen ähnelte, zeigten die wilden Funken in seinen Augen den zukünftigen gefährlichen Raubtier. Einen gewöhnlichen Waldwulf kann man nicht zähmen, egal wie sehr man es versucht, deshalb war er einfach nur ein Spielzeug, bis er gefährlich wurde. Trotz seines wilden Wesens mochte der Kleine den Jungen und der Schlingel war sogar bereit, gut zu lernen, um mehr Zeit mit seinem Haustier zu verbringen. Außerdem verlieh ihm die Existenz eines echten, wenn auch kleinen Wolfes, mehr Bedeutung in den Augen der anderen Jungen. Aber die Zeit verging und der Welpe wurde zum Teenager. Einen Wolf kann man nicht wie einen Hofhund an der Leine halten, deshalb steckten sie ihn in einen Zwinger. Aber kann ein hölzerner Käfig einen echten Raubtier zurückhalten? Eines Nachts entkam er. Der Junge trauerte und weinte, aber der Wolf ist kein Hund. Natürlich kehrte er nicht zurück. Um den Sohn zu trösten, holten die Eltern einen Welpen, der die Leere im Herzen des Jungen füllte. Denn Hunde sind liebevolle und treue Freunde, die in der Lage sind, seelische Wunden zu heilen. So vergingen einige Jahre, und der süße Junge wurde auch zu einem unbeholfenen Teenager, der es liebte, spät draußen herumzulaufen. Der nächste Winter war kalt und hungrig. Gerüchte besagten, dass Wölfe in die Dörfer kamen. Leider stimmte das. Eines späten Abends kehrte der Sohn des Jägers nach Hause zurück und sah die leuchtenden Augen in der Dunkelheit. Die Dorfhunde versteckten sich vor Angst und die grauen Raubtiere begannen den Jungen zu umgeben. Ein ganzes Rudel kam aus dem Wald, um eine schutzlose Beute zu jagen. Das ganze Leben des Teenagers zog an ihm vorbei. Er verstand, dass sie ihn jetzt in Stücke reißen würden und nirgends Hilfe wartete. Bevor die Menschen verstanden, was los war, würden die Wölfe ihm die Kehle durchbeißen. Es wurde sehr beängstigend und ärgerlich, dass er so wenig gelebt hatte. Die Wölfe kreisten und näherten sich der Beute. An der Spitze des Rudels stand ein erfahrener Anführer. Als der Abstand so klein war, dass man das keuchende Atmen der Tiere hören konnte, zögerte der graue Raubtier plötzlich in Verwirrung. Die anderen Wölfe erstarrten ebenfalls. Der Anführer stand regungslos da und schnüffelte vorsichtig an dem Jungen. Plötzlich wedelte er kaum wahrnehmbar mit dem Schwanz, drehte sich mit dem Rücken zur Beute und rannte aus dem Wald, nachdem er einen herrischen Knurren ausgestoßen hatte. Das Rudel folgte ihm. Als der Junge zu sich kam, erkannte er, dass er nur durch ein Wunder dem Tod entronnen war. Der Grund für dieses unerwartete Verhalten war, dass der erwachsene Wolf seinen kleinen Freund erkannt hatte und es nicht wagte, ihn zu verletzen. Diese unglaubliche Geschichte beweist, dass für wahre Loyalität weder Zeit noch Entfernung eine Rolle spielen, selbst wenn ihr Träger ein gefährliches Raubtier ist. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.